Hallo und willkommen beim Filmgemaunsinn. Seit Anfang Dezember ist auf Netflix ein Mystery-Drama zu sehen mit einem großartigen Cast. Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali, Kevin Bacon. Das sind große Namen, das sind gewichtige Namen und dazu kommt noch ein Regisseur, Sam Esmail, den man auch kennen sollte aus Serien wie Mr. Roboto oder Homecoming. Mit 138 Minuten ein kleiner Brocken, ein bisschen ein Schwergewicht, aber das Setting ein bisschen apokalyptisch, Dystopie, angesetzt, ist durchaus interessant. Es geht um eine Familie, die dem Alltag nach Wochen und Monaten des Stress und des Ärgerns entfliehen wollen aus New York, die sich ein Anwesen, eine Villa anmieten außerhalb in New Jersey. Man macht sich dorthin auf mit den beiden Kindern und als man sich ein bisschen kurz eingelebt hat, kommt es beim ersten Strandausflug schon zu einem merkwürdigen Ereignis mit einem Öltanker, das Fragen aufwirft und das so nicht einfach zu erklären ist. Als danach noch die komplette Kommunikation zusammenbricht, Handy, TV, Internet, alles weg ist und man da steht und sich fragen muss, ist das jetzt ein Blackout und wie lange dauert dieser Blackout oder steckt da vielleicht etwas Schlimmeres dahinter, kommt auch noch ein Mann und seine Tochter, die plötzlich vor der Tür stehen, ergibt sich als der Besitzer des Hauses, außer das Haus vermietet hat. Er kann es auch nachweisen und trotzdem bei einer Amanda löst das Ganze eine gewisse Skepsis aus und damit enden die Merkwürdigkeiten des Films ja auch noch nicht. Der Film ist wirklich gerade von den Darstellern großartig gespielt. Die Darsteller haben eine unglaubliche gute Laune, eine Spielfreude und die Dialoge, an denen merkt man das sehr, sehr schnell. Das sind wirklich richtig gut gesetzte teils gesellschaftskritische Dialoge und wir haben hier zum Beispiel eine Amanda, die wird gespielt von Julia Roberts, die eine, wie sie selber sagt, eine Figur eben darstellt, die Menschen hasst. Sie will nicht mit Menschen um sich rum haben und dagegen ihr Gegenpart, ihr Partner Ethan Hawke, der den Vater Clay spielt, der eher etwas optimistischer daherkommt, der eben auch ein bisschen beschwichtigender ist und trotzdem beide Figuren natürlich in erster Linie bedacht, ihre Kinder zu beschützen. Und das Ganze in einer Situation, in der so vieles sehr unklar ist und man nicht richtig weiß, was man eigentlich machen soll. Dann haben wir die Familie Scott, Vater und Tochter. Mahershala Ali spielt einen Mann, der beruflich bereits viel, sagen wir mal, mit Mathe zu tun hat. Der muss Zahlen herum jonglieren und ein rational denkender Mensch, dem wahrscheinlich Logik über vielem anderem steht und der auch durchaus gewisse Muster erkennen kann und die richtigen Fragen stellt. Seine Tochter, eine etwas vorlaute, vielleicht auch verzogenes Kind, das auch schafft, mit dem einen oder anderen Charakter dann auch im Film anzustoßen. Diese sechs Charaktere, es ist großartig, denen zuzusehen. Das Ganze ist oft wie ein Kammerspiel aufgebaut, aber die Charaktere agieren wunderbar. Jeder kann seine Eigenart, sein eigenes Profil im Film wirklich gut darstellerisch ausspielen. Das ist eine der größten Stärken des Films. Und es gibt natürlich auch noch die andere Seite, wenn man dann mal irgendwie notgedrungen einmal, wenn man auch an Informationen kommen will, das Haus verlassen muss und mal raus in das Umland kommt von New Jersey, sieht man leere, große Landschaftsaufnahmen, man sieht aber vor allem menschenleere Straßen und hier ist es, wo der Film dann im Gegensatz zum Kammerspiel die Bilder, die vorher eben sehr nah immer an den Figuren dran sind, sehr weit ausholt, oft mit Kamerafahrten raus in die Vogelperspektive nach oben holt. Das sind sehr mächtige Bilder, die teilweise schon symbolträchtig sind und das Ganze kommt dann mit einer teils sehr wuchtigen Musik, die öfters auch mal ein bisschen zu groß für den Film ist, aber immer eine gewisse Bedrohung ausstrahlt. Das erinnert manchmal sogar ein bisschen an Folgen aus der Twilight Zone. Und hier haben wir dann die zweite Komponente, die den Film durchaus ausmacht. Das ist dieser Bedrohungsgehalt, diese immer andauernde, man schafft es in dem Film, eine Bedrohung quasi aufzubauen und immer weiter das Feuer anzuschüren. Es werden Fragen aufgeworfen, die Fragen werden aber nicht immer sofort beantwortet. Und das gipfelt dann eigentlich bis zum Finale, wo der Film dann aber leider das Ganze nicht tragen kann. Man hat viel zu viel aufgebaut und das ist dann einfach zu groß
groß. Ich sage jetzt nicht, dass es komplett verpufft, aber es ist nicht wirklich zufriedenstellend. Und es ist ein Ansatz, aber ja, der Film scheitert wirklich an seinem Ende. Und das ist wirklich schade, weil der Film bis dahin richtig, richtig gut ist und mir wirklich Laune gemacht hat. Ähm, aber er liefert am Ende leider nicht ab. Es sind natürlich noch die großen Fragen, die einen im ganzen Film über beschäftigen, wo man überlegt, was würde ich in so einer Situation tun? Wäre ich auf sowas vorbereitet, wenn jetzt da draußen ich keinen Kontakt mehr plötzlich hätte, wo bekomme ich Informationen her, was würde ich machen? Das ist auch eine Stärke des Films, wo man ständig irgendwie so selbst sich auch Gedanken macht. Ich denke, wenn man mal von dem Finale absieht, kann man mit dem Film durchaus zurecht äh, für über 2 Stunden gut unterhalten werden. Und er ist es auch wert, wegen den genannten Punkten, dass man es in sich anschaut. Dafür würde ich dem Film dann auch gerechterweise locker 7 von 10 Punkten geben. Und damit wären wir dann aber jetzt auch am Ende dieser Kritik schon wieder. Ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit und denkt dran, schaut euch immer mal wieder ein paar gute Filme an. Bis zum nächsten Mal.